Well, I think the core thing that banks will need to do in the years to come is make sure that they restore trust. Vertrauen ist natürlich im Bankgeschäft der zentrale Begriff. Niemand wird mit einer Bank Geschäfte machen, wenn er der Bank als solches nicht vertraut. Und deswegen glaube ich schon, dass die Plattformökonomie, die auf jeden Fall das Bankgeschäft betreffen wird, allerdings etwas anders zu sehen ist als in anderen Branchen, weil das Wort Vertrauen enorm wichtig ist. Wir sprechen hier wirklich von einer Plattformrevolution. Und wenn wir selbst uns nicht zu einer Plattform entwickeln und damit die Relevanz am Kunden erhalten, werden wir in den nächsten 5 oder 10 Jahren in Kernbestandteilen des Bankgeschäftes nicht mehr bestehen können. Das Risikomanagement ist ja am Ende das Ergebnis auch von Beratung, von Begleitung, von Betreuung. Das ist die Stärke, die eine Bank hat im Verhältnis zu den digitalen Plattformen. Wir brauchen natürlich auch für diese weltweit tätigen Unternehmen erfolgreiche Banken, hier vor allen Dingen natürlich die großen Banken in Deutschland, die eben diese Unternehmen auch weltweit bei ihren Operationen begleiten können. Und da brauchen sie eben eine große Angebotspalette des Investmentbankings. Ich glaube, dass wir vor allem die Menschen mitnehmen müssen. Das heißt also, dass wir überlegen müssen, wie können wir das, was unter dem Stichwort Verbraucherschutz immer wieder auch behindernd im Weg steht, ein Stück weit dazu nutzen, die Menschen aufzuklären und zu sagen, was ist das, wozu brauchen wir einen Kapitalmarkt? I'm very much in favor of the banking union. I think many of the elements of the banking sector are very helpful to stabilize the financial system. But there are clear conditions that we do need to take into account when moving ahead with the banking union and with the deposit guarantee system. Es wäre aus meiner Sicht, glaube ich, auch eben sehr gut, wenn man dieses so wichtige Thema der Kapitalmarktunion, einen einheitlichen Kapitalmarkt für Europa eben zu kreieren, dann am Ende auch hinbekommt. Jedes Unternehmen, jeder Privatkunde, sei es auf der Kreditseite oder auf der Anlageseite, wird immer Fragen haben, wie sich die Märkte entwickeln. Und ich glaube, das ist die Kernkompetenz der Banken.